Ich habe letztes Jahr in den Sommerferien ein Interrail-Ticket der ersten Klasse gekauft und bin in den Zug eingestiegen und bin mit meinem Kumpel Brian nach Norwegen hochgefahren. Der Anfang war sehr schwer, denn ich habe meine Kamera verloren, beziehungsweise ich glaube eher, sie wurde mir geklaut. Und das heißt, deswegen habe ich von den ersten 3 Tagen auf Interrail keine Filmmaterial gehabt. Wobei ich sagen muss, da habe ich, glaube ich, das meiste überhaupt gefilmt auf dieser Tour. Aber nichtsdestotrotz hatte ich zum Glück noch eine GoPro dabei und mein Handy, das ich zum Filmen benutzen konnte. In Hamburg habe ich eine Freundin getroffen und dort bin ich dann mit Brian zusammengekommen, denn er wohnt in Italien, ich wohne in Deutschland. Und deswegen haben wir uns gesagt, so Hamburg ist so der Treffpunkt von uns, da starten wir richtig. Und dann sind wir nach oben, nach Kopenhagen gefahren. Ich bin jetzt schon einige Tage mit dem Zug gefahren und muss sagen, ich war echt zufrieden. Und in Kopenhagen hatte ich auch das erste Mal ein Airbnb gebucht gehabt. Und da waren halt noch die Besitzer da und wir hatten zusammen eigentlich relativ viel Spaß gehabt. Er hat uns ganz viele Sachen gezeigt. Er war relativ offen. Ich bin leider immer ein bisschen schüchtern, weswegen ich nicht so viel gesprochen habe. Auf jeden Fall hat er uns ein bisschen so die Stadt gezeigt. Und ein paar Dinge, die man normalerweise vielleicht nicht so sieht, wenn man nicht mit den Einheimischen da unten unterwegs ist. Zum Beispiel waren wir da bei diesem Freistaat da, wo man Gras und so weiter konsumieren kann und kaufen kann und sowas. Und ich selber konsumiere nie Drogen, ich habe auch noch nie Alkohol getrunken. Für mich war das so, wow, man kann das einfach so kaufen, so auf der Straße und so weiter. Und ich dachte mir so, ich habe mir das schwerer vorgestellt, so. Am nächsten Tag ging es weiter nach Göteborg. Kaum sind wir in Göteborg angekommen, lief irgendwie alles falsch, so. Im Hotel sind wir eingesteckt, das war noch alles ganz gut. Brian und ich haben uns dann in Göteborg getrennt. Also Brian wollte noch 2 Tage länger dort bleiben. Ich fand das irgendwie nicht so cool, die Stadt. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich mein Portemonnaie verloren habe, das ich zum Glück wiedergefunden habe, dank 2 sehr, sehr gut aussehenden Schwedinnen, die keine Ahnung hatten, was das für ein Teil ist. Also mein Portemonnaie sieht ein bisschen anders aus als normale Portemonnaies. Ansonsten habe ich dann meine Kamera verloren, weswegen ich das komplette Videomaterial verloren hatte. Ich bin am Abend Richtung Oslo gefahren und da habe ich das auch festgestellt, dass die Kamera geklaut war. Ich bin jetzt im Aufzug und ich gehe jetzt zum Bahnhof, um mir eine Reservierung zu holen. Und ja, das bietet sich ganz gut an. Ich war eben gerade einkaufen bei 7-Eleven und ja, mal gucken, was ich alles gekauft habe. Ich habe mir Chips gekauft, ich habe mir einfach irgendwelche genommen, ich weiß nicht, ob die schmecken. Die Chips haben wirklich nicht geil geschmeckt. Ich hätte wirklich vorher lesen sollen, was da drauf steht und auf das Bild gucken sollen, was da drauf steht und nicht einfach irgendwas kaufen. Ich habe mir ein Stück Pizza gekauft und 2 solcher, keine Ahnung, was das sein soll. Ich saß am Wasser, hab mir gedacht, warum habe ich jetzt keine Schwimmsachen dabei? Weil das wäre ziemlich cool gewesen, dann hätte ich dann nämlich schwimmen gehen können. Vielleicht mache ich das heute Abend noch, wenn Brian da ist. Ich wäre echt gerne schwimmen gegangen, jedoch habe ich mich nicht getraut, weil ich einfach zu schüchtern war früher. Heute würde ich es wahrscheinlich machen. Das Hostel habe ich ein Mädchen namens Sandra kennengelernt und ich war sofort mit ihr auf einer Wellenlinie und wir hatten sehr viel Spaß, wir haben sehr viel gelabert und ich bin dann mit einem E-Roller gefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man 3 Stunden... Oh, das ist sehr, sehr teuer und ich sollte mal mir einen anderen Weg überlegen, wie ich vielleicht vorwärts kommen könnte. Dann habe ich mir so ein Fahrradding da geholt, was überall in Oslo stehen so Fahrräder rum und dann kann man damit Fahrrad fahren. Und das war schon ein bisschen günstiger. Guten Morgen Leute, willkommen zu meinem 3. Tag aus Oslo. Ich werde heute meine Sachen nochmal packen. Ich habe ja meine Sachen gestern gewaschen. Ich habe vorher noch nie Klamotten gewaschen und deswegen war es ein großes Experiment für mich, wie es überhaupt ist, in einem Waschbecken Wäsche zu waschen. Das war eine Erkenntnis, wo ich mir so gedacht habe, ey, es ist gar nicht so schwer, aber dieses Trocken bekommen, wie mache ich das denn trocken? Dann geht es für mich morgen dann nach Trondheim. Schwupps, sind wir draußen. Ich bin gerade mit dem Roller hierher gefahren. Das ist jetzt ungefähr 10 Minuten mit dem Roller entfernt von meinem Hostel. Und jetzt erkunde ich einfach ein bisschen die Stadt, weil ich finde die Stadt ziemlich schön.
Das Wetter hat sich ein bisschen verschlechtert. Ist für mich aber noch recht in Ordnung. Für mich geht es jetzt gleich nochmal ein bisschen raus, ein bisschen spazieren gehen und nochmal einmal aufs Dach hoch, weil ich mal gucken wollte, ob da vielleicht irgendwas los ist. Aber bei dem Wetter bezweifle ich das. Hier geht es für mich nach Trondheim. Wir sind jetzt noch in meinem Apartment. Ich habe meine ganzen Sachen gepackt. Während der Zufahrt als offener Mensch, wie ich es bin, lernt man sehr viele Menschen kennen. Übrigens bin ich nicht offen, ich bin sehr introvertiert und ich habe meine Probleme, Menschen kennenzulernen. Aber auf Reisen habe ich es irgendwie nicht. Keine Ahnung, woher das kommt. Und währenddessen habe ich 2 Deutsche kennengelernt wieder. Einmal Steven und Hannah. Irgendwie haben die das mit diesen Namen. Ich habe jetzt schon 2-mal dieselben Namen kennengelernt. Mittlerweile bin ich jetzt schon fast 5 Stunden unterwegs. Ich bin in einer Stunde ungefähr in Trondheim und aktuell ist hier sehr viel Natur. Früher habe ich mich ja beschwert, dass eine Zugfahrt so 1 Stunde oder sowas dauert. Und seitdem ich Interrail gemacht habe, seitdem ich mal 16 Stunden am Stück durchgefahren bin, habe ich absolut kein Problem mehr, wenn ich mal so 3-4 Stunden im Zug sitzen muss. Es ist eher entspannt und meditativ. Ich reise jetzt seit knapp 3 Tagen alleine. Die ersten 2 Tage habe ich mit einem Kumpel zusammengereist, haben dann aber gemerkt, dass wir 2 verschiedene Arten haben zu reisen, sich nicht so gerne Sehenswürdigkeiten anschaut und so weiter. Und deswegen sind auch meine Vlogs nicht so wirklich viele Sehenswürdigkeiten da drin. Seitdem ich alleine gereist bin, deutlich mehr Leute kennengelernt, weil ich halt einfach viel mehr mit Leuten spreche. Ich habe viele Deutsche kennengelernt, aber auch viele Leute aus Schweden und aus Kopenhagen und aus Norwegen und halt allgemein so ein paar Leute so in Gespräch gekommen und so weiter. Das finde ich halt immer cool und ich finde, das hat man halt dann einfach viel intensiver, wenn man alleine reist. So ein bisschen introvertierter bin und auch gerne mal so meine Zeit für mich alleine habe und ja, aber das bin ich auch so in Deutschland so. Ich treffe mich vielleicht, wenn es hochkommt, 4-mal im Monat mich mit irgendjemandem. Also es ist dann wirklich schon sehr viel, wenn ich mich jede Woche mit einer Person mal treffe. Viele Reisende suchen sehnlich danach, deine Geschichte zu hören. Also sei auch nicht so zögerlich mit deiner Geschichte so und denk nicht darüber nach, dass andere Leute denken können, dass sie das nicht interessieren. Also ich selber rede aus Erfahrung. Ich selber liebe es, von anderen Leuten die Geschichte zu hören. Ich selber lese auch Bücher über Reisende und allgemein verfolge ich Vlogger und Blogger, die das Reisethema haben. Und ich denke mal, da bist du auch nicht gerade anders, denn sonst würdest du diesen Vlog hier nicht schauen. Guten Morgen aus Trondheim. Und in dieser kleinen Stadt kann ich sogar Drohne fliegen. Und deswegen... Großer Nachteil als YouTuber ist es auf jeden Fall, dass man in fast keiner Stadt Drohne fliegen kann. Also in Norwegen, in Schweden, in Dänemark, weil überall Flughäfen sind, wo man beim Zug aussteigt. Also war meine Drohne komplett unnötig dabei, aber dafür gibt es diese schöne Aufnahmen. Gibt's jetzt ein paar nice Drohnenshots. I don't want to join. Not? Yeah. Yeah. No. No. I'm just watching like you. Ich bin jetzt in Trondheim angekommen. Ich habe tatsächlich heute meine erste Nacht gehabt, wo es nicht dunkel geworden ist. Und es ist schon komisch, so, wenn man weiß, es gibt keine Sonnenuntergänge jetzt mehr. Ich habe jetzt ein paar coole Leute kennengelernt im Hostel. Ich werde mir jetzt die Stadt ein bisschen angucken. Heute geht mein Nachtzug dann nach Bodo. Of the 3, you seem to have everything you need. They don't mean as much to me on this. I could see it in your Knapp eine Woche unterwegs hier auf Interrail. Ich bin 3 Wochen unterwegs allgemein und bin aktuell in Skandinavien, also in Norwegen, und es ist ziemlich teuer hier. Allgemein ist das Skandinavien ziemlich teuer, was halt für Leute wie mich, die halt etwas jünger sind, wahrscheinlich ein bisschen in das Geld reingehen wird. Und schon musste ich mich von Kenta verabschieden, hatte noch eine Pizza vom Italiener gekauft, wo ich zufällig noch 2 weitere getroffen habe, die ich vorher aber schon kannte. Und dann ging ich zum Nachtzug, wo sie auch da waren, und bin nach Boden gefahren. in the waves. They don't mean as much to me as I used to believe. The days, they move easy. It occurs when you
do I hear the waves they wash away from me? Hey Leute, ich bin jetzt die erste Nacht im Zug geschlafen. Im Zug habe ich versucht zu schlafen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich konnte mal einen Tag erleben, wo es wirklich nicht die Sonne unterging. Guten Morgen Leute, ich bin gerade auf der Fahrt nach Bodo und bin auch in knapp 5 Minuten da. Ich bin hier in meinem Hotel angekommen. Ich wollte unbedingt wandern gehen und den Boden habe ich es endlich geschafft. Ich wollte eigentlich dort auf den Berg Drohne fliegen lassen. Wie man so unschwer sehen konnte, konnte ich von dort aus, wo ich bin, den Flughafen komplett übersehen und ich habe meine Hoffnungen verloren gehabt, dass ich dann da auch Drohne fliegen konnte. Denn wo man einen Flughafen sehen kann, kann man immer sicher gehen, dort kannst du keine Drohne fliegen. Dann ging es nach Narvik mit dem Bus. Allerdings habe ich mich mal wieder verfahren. Es passiert mir auch wie immer, wenn ich allein unterwegs bin. Hätte ich nicht vorher das Hotel gebucht in Narvik, wäre ich dort geblieben. Auf jeden Fall, ich war auf den Lefoten kostenlos. Oder zumindest kostenloser, weil es ja halt weiter war. Und dann war ich halt da kostenlos. Weil mein Bus ja eigentlich nach Narvik ging. Aber irgendwie während der Fahrt hat sich dann das Ziel des Busses verändert und hätte eigentlich umsteigen müssen. Habe ich aber nicht getan. Und deswegen war ich irgendwo auf den Lefoten gelandet. Go to sleep. Am nächsten Tag bin ich von Narvik aus nach Umeå gefahren und Umeå hat mein Lieblingshotel. Ich habe mich sofort in das Hotel verliebt. Leute, ich komme aus dieser Tür rein, sehe das hier so, what the fuck, so, wow, sehe da so Rolltreppen, da sowas. Ich denke mir so, wo bin ich hier gelandet? Dann sehe ich das dort hinten. Das ist einfach der Check-in. Dann mach das einfach selber. What the fuck? Shit. Oh no, auf der Ecke. Holy shit. Holy shit. What the fuck? What the fuck? Bin hier gelandet, einfach so chillig auf so ein Eckzimmer. Ja moin, Droge am Start im 4-Sterne-Hotel. Ich will dazu noch mal sagen, mein vorheriges Hotel war einfach eine Bruchbude und dieses Hotelzimmer kostet halt einfach 20 Euro weniger. What the fuck? Danach ging es nach Stockholm, wo ich eine Nacht im Hostel geschlafen habe und dann ging es 17 Stunden nach Deutschland zurück nach Hause. Es war sehr unbequem, es war sehr warm, die Klimaanlage ging nicht, ein kompletter Pfadfindertrupp war am Start und man hatte eigentlich gar keinen Sitzplatz, bis ich gemerkt habe, ey, es gibt auch eine erste Klasse hier und da war alles leer. Ich habe mich verarscht gefühlt. Aber die Klimaanlage ging trotzdem nicht. Aber es war so scheiße warm. Ich habe meine Eltern überrascht, weil ich ein paar Tage früher dort war und ich ja eigentlich vorgegaukelt habe, dass ich jetzt nach Polen fahre. Habe ich dann doch nicht getan. Habe sie überrascht und alles ist nach Plan gelaufen. Sie waren überrascht und überwältigt und es war sehr schön. Ich habe festgestellt, Interrail ist jetzt nicht die Reisesache, die ich machen möchte. Ich möchte lieber ein bisschen langsamer reisen. Mich hat es immer gestört, dauernd immer Hostels und Hotels zu holen. Allerdings, wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid, werdet ihr wahrscheinlich damit kein Problem haben. Ich selber überlege mir jetzt noch, was für Reisetechniken ich anwenden möchte. Ich habe festgestellt, Zugfahren macht mir schon Spaß, allerdings ist es mir zu schnell. Aber für jeden, der nicht viel Zeit hat und einfach in den Ferien oder in den Sommerferien oder einfach in den Urlaub fahren möchte, dann Interrail perfekt. Aber ansonsten für alle Leute wie ich, die viel Zeit haben, ich suche eine neue Methode. Mal schauen, wann die Grenzen wieder auf sind. Und es werden noch ein paar Reisevideos aus dem letzten Jahr kommen, die ich nochmal neu aufbereite. Und falls du es nicht verpassen möchtest, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Adios!